Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Minis von der Gerlinger Mühle Video. Wie ihr seht, ist Bailey hier nicht mehr allein in ihrer Box. Sie hat ja, nach einer guten Stunde ungefähr, schon am frühen Morgen, als es schon hell war, diesen kleinen Floh hier in die Box gelegt. Ich habe den jetzt mal, normalerweise machen wir das nicht, kurz eine Decke draufgepackt mit ein bisschen Stroh drunter, weil der ist halt noch ganz nass und wir haben heute das grausigste Wetter jemals für einen Fohlen. Also wir haben gute 10 cm Schnee draußen. Es ist total kalt, es soll auch heute noch kalt bleiben. Letzte Woche hatten wir ja um die 20 Grad und der hat sich jetzt genau hier dieses Mistwetter ausgesucht. Ich meine, Bailey hatte gestern einen Termin, also gestern waren genau die... Bailey, du sollst was fressen und nicht da drin rumwühlen. Gestern waren genau die 11 Monate quasi nach dem letzten Deckdatum um. Bei den Pferden ist es ja so, oder bei Ponys, dass die ja den Geburtstermin bis zu 4 Wochen nach vorne oder hinten variieren können. Aber ich rechne halt immer diese 11 Monate ab dem letzten Deckdatum. Und dann plus minus halt natürlich, fängt man natürlich eher schon an, mindestens 2 Wochen vorher aufzupassen. Und gerne übertragen die Ponys ja auch mal. Aber Bailey hat sich jetzt hier eine ziemliche Punktlandung geleistet. Und da diesen kleinen Zwerge hier geboren. Bailey ist natürlich noch, also geschwitzt hat sie gar nicht, also war eine Blitzgeburt, wie man sieht. Bailey ist topfit, hat aber so ein bisschen, jetzt glaube ich, einfach auch noch mit Nachwehen zu tun. Gerade hier in die Box rein. Ja, hat jetzt hier ihr Morgenfutter bekommen, kriegen die ja jeden Tag die Ponys und frisst jetzt da. Zwischendurch legt sie sich mal immer noch. Hier, der kleine Mann ist noch nicht richtig angekommen, glaube ich. Der überlegt noch, was hier so passiert. Ein sehr, sehr hübsches Fohlen, finde ich. Einen extrem schönen Kopf. Den gleichen Kopf hatte Bailey als Fohlen, aber auch. Also eigentlich sieht er aus wie eine Kopie von Bailey als Fohlen. Ich habe die Tür nicht ganz zugemacht. Was wird das? Vielleicht kommen wir wieder rein, Bailey, weil dein Fohlen ist hier. Aha, okay. Ist hier gerade eingefallen. Ich habe da was vergessen. Ich habe da was vergessen. In der Box. Ich muss wieder zurückgehen. Ja, wie man sieht, er ist noch ganz nass, deswegen hat er jetzt kurz hier mal ein bisschen eine Decke drauf und da habe ich schön hier hinten Stroh drunter gepackt, dass er ein bisschen besser trocknen kann. Bailey macht das super. Ich meine, es ist ihr erstes Fohlen. Die ist zwar schon 7 oder 8 jetzt, glaube ich, aber ist ihr erstes Fohlen und die macht das richtig gut. Hat mir ja gerade gesehen, also ihr fällt dann noch doch wieder ein, dass das Fohlen noch da ist und sie geht wieder zurück in die Box. Er ist halt hier noch nicht richtig angekommen in dieser Welt, glaube ich, der Kleine. Aber ein extrem süßes Fohlen, extrem schönen Kopf. Ja, ein Hengst, wie man vielleicht schon gehört hat. Ich sage ja immer eher ein Hengstfohlen. Also nach dem einen Stutfohlen machen wir dann jetzt doch dieses Jahr wieder mit Hengsten weiter. Ich bin mal gespannt, ob es so weitergeht oder ob sich noch doch noch eine Freundin für Pixie hier zugesellt. Irgendwann. Ja, und wie gesagt, ansonsten ist Bailey da echt, also die macht das ganz gut. Er hat auch schon nach dem Euter gesucht. Bei den Hengstfohlen ist ja schon mal so ein bisschen das Problem, dass sie nicht so gut äppeln können am Anfang. Da hatte er jetzt so ein bisschen Probleme. Er hatte mal arg gedrückt vorhin, deswegen habe ich ihm einfach vorsichtshalber gerade so ein Klistier gemacht, so einen kleinen Einlauf. Das ist bei Hengstfohlen schon mal ein bisschen eher das Problem. Die Stuten haben da meistens weniger Probleme, um auch nur mal sicher zu gehen, haben wir das jetzt gerade mal gemacht. Man sieht das noch ganz wackelig hier, ne? Auch gerade erst angekommen hier. Bailey hat sich noch mal hingelegt, ruht sich noch mal ein bisschen aus. Oder auch nicht. Ja, die hat noch so ein bisschen die Unruhe irgendwie. Hinlegen, aufstehen, ums Fohlen kümmern, fressen, doch wieder hinlegen. Und ja, ich meine, dafür, dass die Geburt erst eine Stunde her ist, dann darf man das auch mal. Genau, das ist der kleine Zwerg. Vater ist Köhn, also der Name muss mit K anfangen. Im Moment bin ich da noch absolut ideenlos. Gerade bei Hengstnamen ist es immer ein bisschen schwierig, also wenn da jemandem was einfällt. Wir hatten schon von Köhn einen Kaspar, einen Calimero und einen Kasimir. Also die Namen gab es schon. Ansonsten, wenn ihr da irgendwie eine Idee habt, immer gerne her damit. Das ist übrigens eine Hundedecke. Fällt mir gerade ein, deswegen hinten diese Schlaufen dran. Die habe ich natürlich nicht festgemacht, weil die passen den Kleinen immer am besten. Die sind schön plüschig und auch unterm Bauch ein bisschen warm und rutschen halt auch nicht. Deswegen haben wir da immer so ein paar Hundedecken einfach am Start. Ich muss gleich mal gucken. Er ist doch ein bisschen größer wie gedacht. Also ich habe auch noch 1, 2 größere Decken. Ah, jetzt sucht er noch was Euter. Also das klappt schon echt richtig gut. Und Bailey ist auch mega geduldig, gerade dafür, dass es ihr erstes Fohlen ist.
macht die das richtig gut. Und auch, was sie jetzt hinten macht, dieses bisschen Anknabbern am Popo und so, das ist auch voll gut, weil das animiert die Fohlen zum Trinken. Also wenn man mal so ein Fohlen hat, was irgendwie nicht so recht ans Euter will, was man so dran führen muss, ist auch immer ganz gut, wenn man den mit der Hand so ein bisschen vorsichtig in den Popo zwickt, weil das den Saugreflex oder diesen Suchreflex quasi auch auslöst. Das macht Bailey hier richtig gut. Und wie gesagt, sie lässt ihn ohne weiteres ans Euter. Also dafür, wie gesagt, bis vor einer Stunde hatte sie noch nie was mit Fohlen zu tun. Und das ist echt Wahnsinn, wie der Instinkt da durchgreift, finde ich. Und die Stuten einfach so wissen, was sie tun müssen, ohne dass ihnen das ja jemand gesagt hat. Geburtsvorbereitungskurs für Ponys gibt es ja noch nicht, ne? Also die müssen ja da schon alleine klarkommen. Und das klappt aber auch. Also das ist echt der Wahnsinn. Richtig gut. Ja, einzig Schöne, nicht so schön ist das Wetter im Moment. Also die können natürlich auch heute nicht raus. Normal gucke ich ja, dass die wirklich zeitig rauskommen und laufen können. Aber die bleiben natürlich erstmal hier drin, weil, wie gesagt, 10 cm Schnee. Es schneit aktuell immer noch. Es ist richtig schlechtes Wetter gemeldet. Aber gut, hier drin stehen sie jetzt erstmal gut. Ich kann es nicht ändern, ist halt jetzt mal so. Die können halt hier auch, gerade wenn ich dann hier im Stall bin, lasse ich die Fohlen dann oft mit den Müttern einfach auf der Stallgasse rumdüsen und so. Pixie ist ja jetzt auch schon 4 Wochen alt, also die ist da schon robust, was das Wetter angeht. Aber, ja, man hat ihn gerade schmatzen gehört. Ja. Weiß nicht, ob ihr es hört. Man hört ihn schmatzen. Sehr süß. Das liebste Geräusch jedes Züchters, wenn man das Fohlenschmatzen hört. Dann ist immer das Gröbste geschafft, das Wichtigste. Also wenn die mal selbstständig trinken so schnell, dann ist schon viel gewonnen. Aufstehen, dann trinken, dann äppeln und dann ist alles gut. Dann kann man beruhigt sein, der Rest findet sich dann. Er hat ziemlich lange Beine, ist ein ziemlich großes Fohlen, also zwar nicht kräftig, also eher zierlich, bisschen zierlicher, aber ein ziemlich großes Fohlen. Und Bailey ist immer noch ziemlich rund, die sieht aus, als würde noch eins drin stecken. Farbe hat er natürlich von der Mama bekommen, braun. Bailey ist eine Braunschecke mit ganz wenig Weiß nur, also weiße Beine und auf der anderen Seite hat sie einen weißen Fleck an der Seite. Der Kleine ist einfarbig, jetzt streckt er uns hier schön den Hintern entgegen, mit seinen mega langen Beinen. Schmatzt er wieder. Bailey, du schmeißt ihn gleich um hier beim Anstupsen. Ja, gut machst du das, Bailey. Genau. Vater ist ja Köhn, unser Mushroom-Hengst, sprich der Kleine ist auf jeden Fall auch Mushroom-Träger. Man sieht es ja nur, also es wird ja nur ein Mushroom, wenn das Gen von beiden Seiten kommt. Bailey wird, also ich habe sie nicht testen lassen, aber ist recht unwahrscheinlich, dass da was in Richtung Mushroom geht. Also für alle, die jetzt gerade nicht wissen, was Mushroom ist, hier nebenan die Heaven ist eine Mushroom-Stute. Köhn ist allerdings ein bisschen dunkler, der Hengst. Ja, genau. Ansonsten ist er braun, schwarze Mähne, schwarzer Schweif. Wird die Farbe bekommen, so wie seine Mama. Wird natürlich, also was heißt natürlich? Die Hengstfohlen werden wir ja nicht aufziehen. Also dieses Jahr werden wir keinen aufziehen von den Jungs, denke ich. Und ich habe ja auch den Vater in der Zucht, also da wäre es dann eh Quatsch. Aber es wird, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Pony. Wie gesagt, er hat einen wunderschönen Kopf. Bailey hat ja auch so ein bisschen feinen Kopf, so mit so einem kleinen Araberknick, den hat er jetzt auch. Also er sieht wirklich original aus wie Mama vom Kopf her. Und die war nur sehr, sehr klein bei der Geburt, aber die war auch gute 4 Wochen vor Termin, also einen guten Monat. Ist quasi nach 10 Monaten geboren, die Bailey. Und Bailey ist übrigens die Halbschwester mütterlicherseits zu meiner Lieblingsstute, zu der Pepper. Wir haben die gleiche Mutter. Die Mutter ist mittlerweile schon in Rente, die ist weit über 20 und steht bei einer Freundin von mir und leistet da auch einem älteren Shetty Gesellschaft. Na, jetzt muss er vielleicht bei Apple. Vielleicht kommt jetzt mal was. Er bemüht sich zumindest. Und ja, ansonsten, wie gesagt, finde ich ein sehr, sehr hübsches Fohlen. Es scheint alles gesund und munter bei Stute und Fohlen. Klar sind die noch ein bisschen kaputt. Die ruht sich noch ein bisschen aus. Er versucht mal immer noch, aber es kommt was. Ich sehe es schon. Ihr auch, ob ihr wollt oder nicht. Hat es mal schön in die Kamera gehalten. Das ist halt wichtig, dass sie dieses Fohlenpech innerhalb der ersten Stunden loswerden, weil das sonst halt schlimme Verstopfungskoliken geben kann. Und gerade Hengstfohlen, wie ich vorhin schon sagte, tun sich da manchmal ein bisschen schwer. Und wenn ich merke, die drücken jetzt sehr und es kommt nichts, dann helfe ich dann halt schon mal ein bisschen nach. So einen Einlauf sollte man immer parat haben bei einer Fohlengeburt. Ja, soweit die Neuigkeiten hier bei uns. Ich bin gespannt auf eure Namensvorschläge. Bitte immer her damit. Bin ganz froh, dass das hier jetzt wieder so gut ging nach
der Horrorgeburt mit Tweety. Der ist aber auch, also da kann ich noch ein Update-Video zu machen, aber schon mal vorab. Tweety ist super fit, der geht's gut. Und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Von dem jungen Mann werdet ihr bestimmt noch mehr sehen in der nächsten Zeit. Und freue mich, dass ihr zugeguckt habt. Hoffentlich hat das Video euch gefallen. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Und freue mich auf eure Namensvorschläge.